Immer wieder werde ich von Mandanten in der Beratung gefragt, woher weiß denn das Finanzamt überhaupt, dass ich in ein Niedrigsteuerland umgezogen bin? Woher weiß denn das Finanzamt, dass ich wohnsitzlos bin, digitaler Nomade oder eben Perpetual Traveler? Ich muss ja diese Angabe beim Einwohnermeldeamt bei der Abmeldung gar nicht machen. Dort kann man mich nicht zwingen zu sagen, wohin ich umgezogen bin. Woher soll's denn das Finanzamt wissen? Nun, seit 2017 gibt es eben hier das schöne Formular WAEST. Das ist eine Anlage zur Steuererklärung. Und bei deiner letzten Steuererklärung, bevor du Deutschland verlässt, musst du diese Anlage WAEST ausfüllen. Und damit wollen wir uns heute einmal näher beschäftigen. Wie ich schon gesagt habe, seit 2017 gibt es die Anlage WAEST. Wir werden sie uns gleich mal anschauen. Dort muss man eben nun einige Angaben machen. Zum einen mal zur Wegzugsteuer, dann auch zur erweitert beschränkten Steuerpflicht und eben dann auch, ob man hier an irgendeiner Steuergestaltung mitgewirkt hat, solange man noch in Deutschland gewohnt hat. Damit weiß das Finanzamt dann also grundsätzlich, dass hier irgendwas bei dir im Busch ist, möglicherweise, dass du umgezogen bist, dass du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist oder wohnsitzlos bist und wird dann natürlich dir weitere Fragen zusenden. Viele Mandanten denken hier, dass es hier zu irgendwelchen geheimen verschwörerischen Maßnahmen durch das Finanzamt kommt. Handy wird abgehört oder Handy wird geortet oder da wird irgendwie die Passkontrolle am Flughafen eingesehen und so. Nein, das ist alles nicht der Fall. Das kann natürlich möglicherweise dazukommen, wenn man dich für einen Schwerkriminellen hält, aber grundsätzlich bist du der Erste, den das Finanzamt fragt und du bist auch der Erste, der hier Auskunft geben muss. Ich würde ja davon ausgehen, dass du jetzt nicht gegenüber dem Finanzamt lügst. Das ist ja möglicherweise schon eine Straftat. Daher kann das Finanzamt sich ziemlich sicher sein, dass du ja auch eine Antwort geben wirst und auch die Wahrheit sagen wirst natürlich. Denn wie gesagt, wer hat schon Lust, sich hier irgendwelcher strafrechtlicher Konsequenzen auszusetzen, nur weil man falsche Angaben macht? Also, du bist derjenige, der die Nummer 1 Informationsquelle vom Finanzamt ist. Das Finanzamt holt sich die Info zunächst mal bei dir. Und wenn das, was du sagst, dann vielleicht unglaubwürdig erscheint oder du nicht genug sagst, dann überlegt sich das Finanzamt, was man sonst noch so alles tun kann und welche Gräueltaten hier der Behörde überhaupt noch offen stehen. Aber eben das wichtigste Instrument hier seit 2017 für diese Information ist WAEST. Das gibst du, wie gesagt, einfach mit der letzten Steuererklärung ab. Ich muss sagen, viele Steuerberater wissen überhaupt nicht, dass es dieses Formular gibt. Immer noch nicht. Ich bin immer überrascht dazu. Immer wieder frage ich Mandanten im Beratungsgespräch, was hast du denn im Formular WAEST angegeben? Und dann schaut ihr mich mit großen Augen an. Haben Sie noch nie davon gehört? Der Steuerberater hat offensichtlich auch noch nicht davon gehört. Und das führt natürlich dann sowieso schon zu allen möglichen Problemen, die dann erstmal gefixt werden müssen. Deshalb, ich wiederhole mich hier immer wie eine alte Leier, wie eine Platte mit einem Kratzer. Die Abmeldung aus Deutschland ist das Wichtigste und diese Abmeldung richtig zu machen, um spätere Probleme zu vermeiden. Geheimniskrämerei oder sowas hat hier überhaupt keinen Sinn. Natürlich muss man dem Finanzamt nicht detailliert alles sagen, aber die wichtigsten Dinge dem Finanzamt mitzuteilen, das ist nur zu deinem Vorteil. Damit räumst du nämlich mögliche Fragen von Anfang an aus und dann lässt sich das Finanzamt normalerweise auch in Ruhe. Außer natürlich, du hast die Abmeldung nicht richtig gemacht oder da ist irgendwas anderes im Argen. Deswegen sage ich immer, mach es zusammen mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Es hilft meiner Erfahrung nach zum Beispiel enorm, wenn dein Steuerberater nach deinem Wegzug ein kurzes Schreiben an das Finanzamt absetzt, gerne auch per E-Mail und dort beschreibt, Herr so und so ist jetzt ins Ausland umgezogen, das ist die Situation. In der abschließenden Steuererklärung werden wir die und die Dinge noch erklären. Er hat noch Vermögen in Deutschland, wird weiterhin noch seine Mieteinnahmen in Deutschland versteuern oder eben nicht. Also einfach diese Dinge schon mal so ankündigen, das hilft meiner Meinung nach enorm, um hier Ärger, Missverständnisse, Anwalts- und Steuerberaterkosten zu vermeiden. Kommen wir nun aber zum Formular WAEST. Ich werde jetzt dieses öffnen. Link dazu packe ich auch hier in die Beschreibung zu dem Video mit bei. Wir haben es ja schon das eine oder andere Mal
hier auch erwähnt. Also hier ist die jüngste Version von 2023. Im Vergleich zur Version von 2022 gab es dort auch einige Änderungen schon, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Hier der erste Abschnitt, der bezieht sich letztlich auf die Situation, dass du unterjährig umgezogen bist, also nicht zum Ende des Kalenderjahres. Dann musst du ja noch eine Einkommensteuererklärung als unbeschränkt Steuerpflichtiger einreichen, bist aber nur zeitweise unbeschränkt steuerpflichtig. Ja? Das heißt also, hier würdest du dann deine Angaben eben machen, von wann bis wann du hier steuerpflichtig warst. Dann kommt der entscheidende Absatz zur Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht. Hier die Frage 8. Mir gehörte im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, Wegzug, eine Beteiligung an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft / Genossenschaft. Hier geht es um die Wegzugsteuer und dann musst du einen fiktiven Veräußerungsgewinn in Zeile 55 der Anlage G eintragen. Interessant, dass hier die Genossenschaft erwähnt wird. Viele sagen ja immer, die Genossenschaft würde einen von der Wegzugsteuer schützen. Ich glaube nicht, dass das Finanzamt das genauso sieht und das ist eins von vielen Indizien dafür. Hier wird danach gefragt, ob du an einer Genossenschaft beteiligt warst. Und dann musst du hier eben den fiktiven Veräußerungsgewinn dann irgendwo anders angeben und auf dieser Basis wird dann die Wegzugsteuer berechnet. Frage 9. Ich beabsichtige innerhalb von 7 Jahren nach dem Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht wieder ins Inland zurückzukehren. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn du planst, nur vorübergehend ins Ausland umzuziehen, dann wird die Wegzugsteuer nicht fällig oder du bekommst sie erstattet. Du kannst auch möglicherweise eine Sicherheit hinterlegen, dass sie nicht bezahlen musst. Aber extrem wichtig, du musst hier ankreuzen, dass du planst, zurückzukommen. Denn bei der Wegzugsteuer zählt die Intention. Wenn du hier nicht ankreuzt, dass du zurückkommen willst, aber du kommst nach 3 Jahren zurück, hast aber dieses Feld nicht angekreuzt, musst du die Wegzugsteuer trotzdem bezahlen. Denn es hängt von der Intention ab zum Zeitpunkt des Wegzuges. War dein Wegzug nur temporärer Natur, von Anfang an nur temporär geplant, musst du keine Wegzugsteuer bezahlen oder bekommst sie möglicherweise zurück. Wenn nicht und du kommst trotzdem zurück, musst du die Wegzugsteuer trotzdem bezahlen, obwohl du nach Deutschland zurückziehst. Dann Frage 10. Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2023 lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig besteuerten Gebiet im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 2 Außensteuergesetz. Also, bist du in ein Niedrigsteuerland umgezogen oder bist du wohnsitzlos? Beides ist in diesem Paragraphen geregelt, dass eben auch wohnsitzlose digitale Nomaden dort herunterfallen. Dann musst du hier Ja ankreuzen. Und somit weiß das Finanzamt schon mal, dass du jetzt in einem Niedrigsteuerland bist. Und dann gehen natürlich hier die Alarmlampen an für die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das würde dann das Finanzamt, wie gesagt, prüfen. Also, wenn hier vielfach dann gefragt wird, naja, woher weiß denn das Finanzamt, dass ich hier zum Beispiel eine LLC habe, dass ich hier im Ausland als digitaler Nomade unterwegs bin? Ganz einfach, weil sie dich danach fragen werden. Wenn du hier Ja ankreuzt, was du ja musst, weil du nicht lügen willst, werden sie ja alle möglichen Fragen hinterher stellen. Und dann wirst du gezwungen sein zu sagen, ja, ich habe hier möglicherweise mit dieser LLC gearbeitet, betriebsstättenlose Einkünfte und zack, bist du dabei, diese Einkünfte in Deutschland wieder zu versteuern. Wer dir sagt, dass das nicht der Fall ist oder wer dir sagt, dass du diese Angaben hier nicht machen musst oder hier bewusst Falschangaben machen kannst, der ist ehrlich gesagt ein schlechter Ratgeber, denn der stiftet dich ja eindeutig zu einer Straftat an. Das ist leider das deutsche Recht. Hier gibt es relativ wenig Interpretationsspielraum. Damit muss man sich arrangieren und Lösungen finden, die eben trotzdem funktionieren. Das machen wir ja hier ständig auch. Der nächste Abschnitt geht dann um Angaben zum Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht. Das ist vielfach zum Beispiel für Rentner interessant. Wenn du jetzt als Rentner mit einer relativ geringen Rente ins Ausland umziehst, dann bist du ja in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, dann fällt der Steuerfreibetrag weg und du musst deine deutsche Rente letztlich ab dem ersten Euro dann in Deutschland als beschränkt Steuerpflichtiger besteuern. Je nachdem, wie hoch deine Rente ist, reduziert sich damit also deine Nettoauszahlung schon mal möglicherweise um 50%, wenn man das alles zusammenrechnet. Daher kann es also gerade für Rentner Sinn machen, dass sie weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bleiben. Das ist möglich. Dann würde man hier entsprechend die Angaben machen. Das hängt natürlich an bestimmten Konditionen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen,
aber wie gesagt, häufig eine Lösung für Rentner. So, die nächsten Abschnitte, die wollen wir uns schenken. Ich möchte hier noch eingehen auf den letzten Abschnitt, Mitteilung von grenzübergreifenden Steuergestaltungen. Ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer allen Mandanten, die ins Ausland umziehen, gründe eine mögliche Firmenstruktur erst dann, wenn du ins Ausland umgezogen bist. Ansonsten wirst du nämlich hier genau in diesem Formular an dieser Stelle hier Angaben zu deiner ausländischen Firma machen müssen, die du gegründet hast. Und das willst du ja vielleicht nicht tun, weil du das legitimerweise ja nicht dem Finanzamt melden musst, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Ja. Wenn du die Firma gründest, wenn du noch in Deutschland steuerpflichtig bist, dann musst du hier Angaben dazu machen. Wenn dir hier ein ausländischer Steuerberater, wenigstens in der EU oder Rechtsanwalt oder sonstiger Dienstleister hier eine solche Struktur baut, dann bekommst du hier gewisse Nummern, Registriernummern und Offenlegungsnummern, die kannst du dann hier eintragen. Aber eben auch wenn du keine hast, musst du hier ein Kreuz machen. Ja. Und dann musst du weitere Details dann hier dem Finanzamt mitteilen. Das heißt also, mein Vorschlag ist immer, gründe die Firma erst, wenn du schon im Ausland wohnst. Übrigens, ganz interessantes Detail. Der Umzug ins steuergünstige Ausland ist keine grenzüberschreitende Steuergestaltung, die du hier angeben musst. Ja, hier geht es tatsächlich um Firmenstrukturen und ähnliche Dinge. Ja, daher der Umzug ist immer das A und O. Du musst dich aus dem deutschen Rechtsraum wegbewegen, aber der Umzug kann niemals eine grenzüberschreitende Steuergestaltung sein, denn es kann ja viele Gründe für deinen Umzug geben, wie zum Beispiel das schöne Wetter etc. pp. Soweit also das Formular WAEST. Wie gesagt, gibt es seit 2017, muss jeder ausfüllen, der Deutschland verlässt, für das letzte Jahr, in dem er in Deutschland steuerpflichtig war. Ich würde dir raten, dieses Formular auszufüllen mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Wenn der Steuerberater oder Rechtsanwalt von diesem Formular noch nie etwas gehört hat, dann weißt du schon, dass du ihn dringend wechseln musst. Die Angaben, die du in diesem Formular machst, sind absolut kritisch. Ich würde die Konsequenzen genau bedenken. Notfalls würde die Steuererklärung zu spät einreichen oder Fristverlängerung beantragen. Aber was in diesem Formular drinsteht, ist extrem wichtig. Das hat sehr große Konsequenzen, wenn wir allein schon die Wegzugsteuer bedenken. Dort können sehr schnell sehr hohe Beträge aufgerufen werden. Das heißt, hierzu musst du dir unbedingt Beratung von einem kompetenten Steuerberater oder Rechtsanwalt suchen, der Erfahrung hat damit. Es kommt auf die Erfahrung an. Es kommt nicht darauf an, einfach sowas theoretisch schon mal gesehen zu haben, sondern jemand, der weiß, wie dann auch das Finanzamt reagiert, der dann mit dem Finanzamt dann auch ringen kann, im positiven Sinne meine ich jetzt, der hier für dich ein gutes Ergebnis erkämpfen kann, wenn es notwendig ist. Jemand, der sowas noch nie gemacht hat, den solltest du nicht daran lassen, denn wie gesagt, die Konsequenzen für dich können ziemlich drastisch sein. In vielerlei Hinsicht. Wenn die rechtssichere Abmeldung, der rechtssichere Umzug aus Deutschland ins Ausland in die steuerlich optimierte Zukunft auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, aber eben auf absolut rechtssichere Weise im Hinblick auf Deutschland. Wir haben ein großes Netzwerk auch an deutschen Steuerberatern und Rechtsanwälten, die dich hier kompetent zu diesen Themen beraten können, die auch gerne mit deinem deutschen Steuerberater hier zusammenarbeiten und ihn bei diesen Fragestellungen, die so wichtig sind für dich, unterstützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.